Ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr diesen süßen Babystrampler selber und einfach nachstricken könnt. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, um diese Anleitung gleich verständlich zu halten. Wenn das Video gefällt euch, dann unterstützt mich, indem ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt, meinen Kanal abonniert oder sogar das Video teilt. In diesem Teil des Videos werden wir Beine und Körper stricken. Wir haben hier die Größe 62, 68. Ich gebe euch mal die Maße durch vom Strampler. Die Gesamtlänge vom Anfang bis Schulter ist 48 cm, vom Anfang bis Zwickel 21 cm und von Achsel bis Achsel haben wir eine Breite von 27 cm. Wir beginnen mit dem Beinbündchen. Das sieht eng aus, aber wirklich dehnbar und elastisch. Dann geht es weiter mit dem Zopfmuster. Der ist nicht nur schön, er ist noch sehr einfach. Als nächstes stricken wir den Körper. In der Mitte haben wir hier eine Knopfleiste mit 4 Knöpfen. Dieser Strampler ist so weich und kuschelig. Ich liebe ihn und hoffe, meine Kleine wird das auch tun. Für diesen Strampler benötigen wir natürlich Wolle. Bei mir ist es Alize Softy, 4 Knollen, 2 weiß, 2 mintfarben und eine Rundstricknadel der Stärke 4,5. Für unseren gestrickten Babystrampler benutzen wir gleich 2 Faden. Zuerst Mintfarben. Wir nehmen 24 Maschen zum Beginn auf. Ich zeige euch, wie ich die Maschen aufnehme. So, ich habe 24 Maschen aufgenommen. Wir können jetzt hier ein Stückchen rausziehen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass alles gerade liegt und sich nichts dreht. Wir schließen jetzt die Runde hier. Wir nehmen von der linken Nadel jetzt die erste Masche auf die rechte Nadel und ziehen die durch erste Masche von rechter Nadel durch. Jetzt bringen wir diese Maschen auf die linke Nadel zurück und stricken sofort rechts. Jetzt kommt das Bündchen, wir stricken eine Masche rechts, eine Masche links.
Ich bin jetzt am Ende der Runde und markiere den Anfang von der Runde. Und geht's weiter mit einer rechts, einer links, damit unser Bündchen in diesem Musterverlauf weiterläuft. So macht ihr weiter so weit, wie hoch euer Bündchen werden soll. Bei mir ist es 15 Runden, insgesamt 7 cm. So, ich habe mein Bündchen fertig gestrickt und werde jetzt mit Zopfmuster anfangen. Er ist, wie ich schon gesagt habe, sehr leicht, aber ihr müsst zuerst das Prinzip verstehen. Es gibt 2 Momente in diesem Muster, die sich immer wieder wiederholen. Und es gibt einen Unterschied zwischen rechten und linken Bein. Rechtes Bein beginnt sofort mit dem Zopfmuster. Linkes Bein beginnt mit krausen Maschen, also 15 krausen Maschen. Wir werden zusammen rechtes Bein stricken und linkes werdet ihr selber stricken. Erste Runde, wir beginnen mit Zunahmen. Zuerst stricken wir 2 rechte Maschen. Dann machen wir eine Zunahme, stricken einfach irgendwo in der Mitte eine zusätzliche Masche. Und wiederholen diesen Moment 3 Mal. Wieder 2 rechte, eine zusätzliche, wieder 2 rechte und eine Zunahme. Jetzt stricken wir 3 rechte Maschen und eine Zunahme. Als nächstes stricken wir wieder 2 rechte Maschen, eine Zunahme und wiederholen das 7 Mal. Am Ende der Runde kommt noch eine rechte Masche. So, jetzt haben wir 35 Maschen in der Runde. Wir teilen diese Maschenanzahl, auf hintere Nadel bleibt 15 Maschen, auf vordere 20 Maschen. Und wir fangen mit dem Zopfmuster an. Zuerst stricken wir 4 linke Maschen. Dann
12 rechte Maschen. Jetzt wieder 4 linke Maschen. Und geht es weiter mit 15 linke Maschen. Dritte Runde. Die ganze Runde stricken wir einfach nur rechte Maschen. So bekommen wir an der Rückseite des Beins solche Furchen. Wir wechseln immer zweite und dritte Runde miteinander. Wir sollen weiter stricken, bis wir 3 Furchen haben. Es ist noch 4 Runden. So, ich habe 4 Runden fertig gestrickt. Jetzt machen wir ersten Schritt im Zopfmuster. Wir stricken zuerst 8 rechte Maschen. Dann nehmen wir weitere 4 Maschen auf den Stichhalter. Und legen das Ganze in diesem Fall nach hinten. Jetzt stricken wir weiter 4 Maschen von der linken Nadel ab. Und nun können wir wieder unsere Zopfmaschen nehmen und abstricken.
schließlich noch 4 rechte Maschen. Jetzt seht ihr, dass beim rechten Bein Zopf richtet sich nach rechts und beim linken Bein nach links. Ich meine erster Zopfschritt. Das hängt vom Mustereintritt ab. Die sind unterschiedlich beim rechten und linken Beinen. Auf Rückseite des Beins haben wir immer krause Maschen. Jetzt beende ich die Runde mit 15 rechte Maschen. Ich markiere diese Runde. Das brauche ich, um Furchen zu zählen. Nächste Runde stricken wir, wie immer, 4 linke Maschen, dann 12 rechte Maschen, wieder 4 linke Maschen, und am Ende 15 linke Maschen. Ich habe 3 Furchen fertig gestrickt und jetzt zeige ich euch zweiter Musterschritt. Zuerst stricken wir nur 4 rechte Maschen. Vier weitere Maschen nehmen wir auf den Stichhalter. Und legen ihn in diesem Fall nach vorne. Dann stricken 4 rechte Maschen von der linken Nadel. Jetzt nehmen wir unsere Zopfmustermaschen von dem Stichhalter und abstricken. Am Ende noch 8 rechte Maschen. Jetzt habt ihr schon 2 Musterschritte gesehen, kennt schon Unterschied zwischen beiden. Beim rechten Bein fangen wir vom ersten Schritt, beim linken Bein vom zweiten oder umgekehrt. Ab jetzt wechseln wir diese Schritte miteinander bis zum Ende des Körpers. Wir stricken jetzt weiter bis zum Zwickel. Es gibt 16 Furchen bis zum Zwickel. Jede dritte Furche machen wir einen neuen Zopfmusterschritt. So, ich habe Beine schon fertig gestrickt.
Wie ich schon gesagt habe, 16 Furchen und 5 Musterschritte. Wir starten vom linken Bein und werden 7 Marschen zunehmen. Ich zeige euch, wie ich das mache. Ihr könnt das auf eure Art und Weise machen. Jetzt drehe ich das Bein und stricke 11 rechte Marschen. Dann 12 linke Marschen. Und wieder 4 rechte Marschen. Ich drehe wieder der Arbeit und stricke weiter 15 rechte Marschen. Jetzt nehmen wir alle Marschen vom rechten Bein auf die Nadel. Zwischen den Beinen nehmen wir 4 Marschen zu, um einen Zwickel zu bilden. Den Faden vom rechten Bein schneiden wir ab, den befestigen wir später. Es geht weiter mit 15 rechte Marschen.
Jetzt drehen wir das alles. Und stricken gleich 4 rechte Maschen. Dann 12 linke Maschen. Wieder 4 rechte Maschen. Und am Ende nehmen wir noch 7 Maschen zu. Wir machen keine Verbindung zwischen 2 Teilen. Wir drehen das Ganze und stricken mit rechten Maschen zurück. Es gibt jetzt 2 Runden für Wiederholung. Eine besteht ganz aus rechten Maschen, zweite enthält beim Zopfmuster linke Maschen. Und die ganze Zeit müssen wir auf Musterverlauf achten. Ich habe eine Höhe von 8 Furchen gestrichen und wechsle jetzt einen Faden auf weiße Farbe. Ich schneide einfach einen von 2 Faden ab und nehme weiße Faden anstatt der mintfarbene Faden. So, war's das. Stricken jetzt weiter noch 10 Furchen. Nachdem meine 10 Furchen fertig waren, habe ich zweite mintfarbene Faden auf weiße Farbe gewechselt. Ich habe das genauso gemacht wie beim ersten Mal. Ich habe 3 ganz weiße Furchen gestrichen und jetzt werde ich das Ganze auf 2 Flanken und Rücken teilen. Für erste Flanke stricken wir 27 rechte Maschen, dann drehen das Ganze und stricken einfach zurück. Wir sollen noch 11 Furchen stricken. Und genauso für zweite Flanke und für Rücken. Ab jetzt alles Stricken getrennt. Ihr könnt zweite Nadel nehmen oder Strichhalter benutzen, wie ihr wollt. So, ich habe meine 11 Furchen fertig gestrickt. Es ist ungefähr 9-10 cm. Der erste Teil dieser Anleitung ist damit zum Ende. Ich hoffe, es war für euch leicht und hilfreich. Wenn ihr möchtet noch zweite Teil sehen, dann vergesst nicht über eure Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal.